Herzlich willkommen. Wir fahren weiter im Bereich der Soteriologie, das heißt die Lehre über das Heil. Wir hatten letztes Mal ja skizzenhaft mal dargestellt, wie kann man das Heil finden, wie geht das auch im Übergabegebet. Das haben wir da mal so übersichtshalber gemacht und jetzt schauen wir ein bisschen mehr noch in die Tiefe, bevor wir dann sukzessive die einzelnen Blöcke ansehen. Nun, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, dann ist er getrennt von Gott. Und die Bibel nennt das, dass der Mensch geistlich tot ist. Wir lesen das zum Beispiel im 1. Korinther 15, Vers 22. Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Das heißt, wir leben hier als Nachkommen von Adam und Eva. Und weil Adam und Eva gefallen sind, leben alle Nachfolgen dann von Adam und Eva ebenfalls von Gott getrennt. Das bedeutet, wir sind geistlich tot. Der Mensch hat also keine Verbindung. Die geistliche Verbindung würde bedeuten, geistlich zu leben. Weil wir jetzt aber getrennt von Gott sind, bezeichnet das die Bibel als geistlich tot. Es ist eine Aussage, die Paulus auch in Epheser 2 aufnimmt und ich möchte das hier aufnehmen. Epheser 2 ab Vers 1. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich den Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt. Das ist eigentlich hier ein Passiv, wir wurden umhergetrieben. In den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Das ist eine deutliche Aussage, da sind wir getrennt und deswegen geistlich tot. Wir haben keine Verbindung zu Gott. Es ist die sogenannte Erbsünde. Das heißt, die Sünde überträgt sich von einer Generation zur anderen. Die Erbsünde wird aber nicht durch die Sexualität übertragen. Sexualität ist ein Geschenk von Gott, das ist in sich etwas Gutes. Also nicht, weil ein Ehepaar zusammen Sex hat, übertragt sich die Sünde, also eine Sünde bringt die andere Sünde hervor. Nein, sondern weil der Mensch durch Adam getrennt ist von Gott, sind die Nachkommen auch getrennt von Gott. Nun, wir lesen das im 1. Mose 5,3. Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Also jetzt beginnt es, dass von der ersten Generation eine zweite Generation kommt und jetzt überträgt sich das. Paulus nimmt das in Römer 5 ab Vers 12 ausführlich auf. Ich nehme da jetzt mal nur die ersten 2 Verse, aber dort kommt das ebenfalls zum Ausdruck. Deshalb, wie durch einen Menschen, also Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Demzufolge haben sie alle gesündigt. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam, aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht gleich, in Klammer, angerechnet. Das heißt, Sünde, die war schon immer da, nur das Gesetz noch nicht. Darum konnten die Menschen vor dem Gesetz noch gar nicht so richtig erkennen, wie stark sie eigentlich Sünder sind. Aber die Sünde war da, und zwar durch Adam in die Welt gekommen. In diesem Abschnitt kommt das deutlich hervor, dass die Sünde durch Adam gekommen ist, der die Verantwortung für die Familie getragen hat, also nicht durch Eva, sondern durch Adam. Adam war so quasi der Repräsentant der ganzen Menschheit. Man kann sich das so vorstellen, wenn bei uns in der Schweiz ein Bundespräsident oder so in Brüssel etwas unterschreibt, dann macht er das im Namen der Eidgenossenschaft. Das bedeutet aber, dass der Einzelne, der in der Schweiz wohnt, nicht unbedingt gleicher Meinung ist. Aber der Bundesrat ist dann Repräsentant für die Schweiz und so ähnlich ist es mit Adam und Eva gewesen. Als Adam gesündigt hatte, war er der Repräsentant der Menschheit.
Und darum sind die Nachkommen gefallen, auch wenn sie selber an sich diese Sünde gar nicht mitgemacht hatten. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber das ist doch ungerecht, dass wir heute bestraft werden für etwas, wofür wir eigentlich gar nichts können, denn der Sündenfall ist ja durch Adam geschehen. Ja, der Punkt ist der Mensch ist zwar sündig, das stimmt, und die Folge wäre dann auch die Verdammnis, aber Jesus Christus ist ja inzwischen gekommen. Und dass jetzt Jesus gekommen ist, dass wir ewiges Leben haben können, das ist ja auch ein Geschenk, das Gott gegeben hat, wofür wir nichts getan haben. Das heißt, wir haben nichts dafür getan, dass wir da unten sind, aber wir kommen nicht einfach in die Hölle deswegen, sondern Jesus hatte den Weg raus aus dieser Sklaverei gemacht. Und darum das Angebot ist ja für uns da. Deswegen ist das nicht ungerechnet. Also so ungerecht. Also so wie die Sünde von Adam uns angerechnet wird, so wird auch die Gerechtigkeit von Jesus uns angerechnet, wenn wir uns bekehren. Beides ist ohne unser Zutun. Nun, was ist die Folge, dass eben der Sündenfall geschehen ist und die Menschen jetzt eben da unten leben? Das eine ist, dass wir verblendete Sinne haben. In 2. Korinther 4, Vers 4 heißt es, ist von den Ungläubigen die Rede, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt, also der Teufel, den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Das heißt, der Sinn ist verblendet worden. Der Mensch hat zwar das Gefühl, er sei frei, er könne machen, was er will, aber der Mensch ist eben ein geblendeter Mensch. Der Mensch kann nicht mehr wirklich frei denken. Der Sündenfall ist geschehen. Der Mensch ist jetzt frei zum Sündigen, ist aber nicht mehr frei zum Nicht-Sündigen. Der Sündenfall ist geschehen, wir können nicht sündigen. Und das ist jetzt eben die Folge der Erbsünde, dass der Mensch eben verblendet ist. Oder Paulus sagt, das unverständige Herz und der Verstand sind verfinstert. Also der Verstand, der Mensch ohne Jesus denkt, ja, ich kann doch selber entscheiden, ich kann doch überlegen und dann eine vernünftige Entscheidung fällen. Nein, die Bibel sagt, dass das Herz wie auch der Verstand eben verfinstert sind. Es ist die Folge des Sündenfalls. Wie tief wir da eigentlich am Boden liegen, erkennt man erst durch die Bibel. Der Mensch selber erkennt es nicht, denn wenn er hier auf die Welt kommt, kennt er ja auch gar nichts anderes. Wir brauchen die Offenbarung durch das Wort Gottes von außen, damit wir überhaupt erkennen, wie tief im Loch wir sind und aber auch, wie groß, wie herrlich Gott ist. Also die Diskrepanz zwischen dem Menschen und Gott wird erst ersichtlich durch die Offenbarung der Bibel. In Titus 1,15 heißt es, dass Sinn und Gewissen unrein sind. Das würde jetzt ein Ungläubiger auch nicht von sich sagen, aber die Bibel hat uns das so offenbart. Das Gewissen ist unrein, der Sinn, unser Denken, wir können gar nicht so frei sein, wie wir denken, wie wir meinen, dass wir sind. Oder dann Römer 6, Vers 20, wie auch 7, Vers 20. Der Wille eines Ungeretteten ist eben, dass er ein Sklave der Sünde ist, ohne Gerechtigkeit. Wir sind versklavt der Sünde. Wir können nicht aus eigener Kraft aus der Sünde raus. Wir tun Sünden und indem wir sündigen, versklaven wir uns in der Sünde. Oder am Anfang bei einer Sünde kann man vielleicht noch Stopp sagen, aber das kommt dann dahin, dass eine Gewohnheit entsteht und dann kommt man dann eben nicht mehr weg. Der Mensch ohne Jesus ist am Sündigen und er kann nicht aufhören. Der Ungläubige erkennt nicht, dass er sündig ist und selbst wenn er es erkennen würde, würde er noch sagen, ja, aber es stört mich nicht. Und darum, man erkennt erst in Christus, wie weit man eigentlich von Gott entfernt ist. Und jetzt kommt die Bekehrung. Das ist jetzt dieser Wechsel, der Mensch ist also gefallen, wird da unten geboren und jetzt kann ein Mensch sich bekehren. Bekehrung, das hat zwei Aspekte. Das eine ist das Abwenden vom Bösen durch Reue, durch ein Bekenntnis. Das heißt, das Abwenden ist nicht nur einfach ein äußerer Akt, sondern es ist etwas vom Herzen,
Reue meint, dass man es auch so meint, wie man es ausdrückt. Und es folgt dann auch ein entsprechendes Bekenntnis. Also das Abwenden, das ist das eine. Ich lasse die Sünde, ich möchte davon weg. Aber der zweite Punkt auch, nämlich die Hinwendung zu Jesus durch Unterordnung und Hingabe. Auch das gehört mit dazu. Man kann nicht nur einfach sagen, ja, Jesus, nimm du meinen Schmutz, dann ist dann alles wieder gut, aber das Positive in Anführungszeichen, das behalte ich für mich. Nein, Bekehrung bedeutet ganz weg und ganz hin zu Christus. Also die Unterordnung, damit drücke ich aus, Jesus ist wirklich jetzt mein Herr, er darf bestimmen, was in meinem Leben kommt, und die Hingabe, ich gebe mein Leben dir. Du kannst mit mir machen, was du willst, ich gehöre dir, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte das umsetzen, was du sagst. Das ist jetzt die neue Message. Also jetzt kann ein Mensch sich bekehren, dadurch wechselt er auf die andere Seite, ist jetzt oben mit Christus unterwegs. Jetzt, dass dieser Vorgang überhaupt stattfinden kann, braucht es 3 Komponenten und diese haben wir im 1. Korinther 1,21 aufgeführt. Es heißt dort, es gefiel Gott wohl, durch die Torheit der Predigt zu retten, die daran glauben. Nun, welche 3 Aspekte sehen wir da? Das eine, wir haben eine soteriologische Komponente, die daran glauben. Das ist also die soteriologische Komponente, der Einzelne entscheidet sich für Christus. Ich wende mich ab vom Bösen, ich wende mich hin zu Christus. Das ist also etwas, das auf der menschlichen Ebene stattfindet, die Entscheidung des Einzelnen. Dann hat es hier aber auch einen evangelistischen Aspekt drinnen, das heißt, die Gemeinde macht etwas. Der Weltmensch von sich alleine, ja, ist schwierig sich zu bekehren, man kann sicherlich durch eine Offenbarung von Gott erkennen, dass in der Bibel etwas steht, dann nimmt man vielleicht die Bibel und liest darin, aber es ist natürlich einfacher, wenn jemand aus der Gemeinde einen zu Christus führen kann. Nun, in diesem Text heißt es, dass Gott durch die Torheit der Predigt rettet. Das heißt, die Predigt ist das Werkzeug, das Gott dazu gebraucht, dass Menschen eben erkennen. Darum, Verkündigung ist etwas sehr Zentrales, weil Gott auf die Verkündigung aufbaut, weil Gott dieses Werkzeug benutzt. Also auch das betont die menschliche Seite, die Gemeinde evangelisiert durch alle möglichen Wege und der einzelne Mensch entscheidet sich dann für Christus. Jetzt ist aber die Frage, ja, wer rettet denn? Das heißt hier, es gefiel Gott wohl zu retten. Das heißt, die eigentliche Rettung, die tut Gott. Das kann der Mensch nicht. Also die Gemeinde kann noch so gut evangelisieren, das bedeutet noch nicht, dass ein Mensch sich bekehrt. Oder der Mensch, der schon gar nicht erweckt wurde von Gott, der kann sich selber auch nicht bekehren. Es ist Gott, der durch seine Güte zieht, Gott rettet. Das heißt, der gläubige Mensch kann einen noch nicht Geretteten nur begleiten, aber die eigentliche Wiedergeburt schenken, das macht natürlich Gott. Und da haben wir jetzt eine Komponente der Gotteslehre. Wir haben also, wenn ein Mensch sich bekehrt, 3 Komponenten, das Soteriologische, also das Heilanwenden, dann das Evangelistische, das, was die Gemeinde tut, und dann die Gotteslehre. Nun, wie hängen die beiden Seiten zusammen? Es sind eben 2 Ebenen. Wir haben eine göttliche Ebene, was er tut. Das ist das, was für uns in der Regel unsichtbar ist. Wir sehen dann erst die Auswirkung davon, weil ein Mensch sich bekehrt hat. Und wir haben die menschliche Ebene. Das ist das, was wir greifen können. Das ist das, was wir tun können. Nun, wer entscheidet sich? Wer rettet jetzt also? Ich habe das da mit Bildern dargestellt. Sagen wir, die Holzwand, das ist Christus, und die Schraube, das ist der Mensch. Und die Schraube, die noch nicht reingedreht ist, sagen wir, das ist eine unerrettete Person, und bei der Errettung wird die Schraube also reingedreht, dann ist man errettet. Nun, wenn wir jetzt da eine Schraube fragen, die jetzt da reingedreht wurde, wer hat dich reingedreht? Was würde die Schraube sagen? Nun, ich denke, die Schraube würde sagen, ja, der Schraubenzieher oder der Akkubohrer hat mich reingedreht. Ja, das stimmt ja, denn das ist ja das Kontaktgeschehen und so wird eben gedreht. Also der noch nicht Bekehrte, der jetzt eben sich bekehrt hat,
der würde sagen, ja, jemand aus der Gemeinde hat mich bekehrt. Das ist so die menschliche Ebene, das ist ja auch nicht ganz falsch. Das heißt, der Mensch hat sich entschieden und der aus der Gemeinde, der hat evangelisiert. Das ist so die menschliche Ebene, die stimmt. Wenn wir jetzt aber einen Schritt zurückgehen, merken wir, ja, der Schraubenzieher oder der Akkubohrer, der hat ja einen Handwerker in der Hand. Eigentlich ist es der Handwerker, der die Schraube reingedreht hat. Und hier das Schlussbild, dann sieht man die Kombination eben von allem. Also das Retten, das tut eigentlich Gott. Gott ist der, der alles im Griff hat, der alles steuert, und die Gemeinde ist lediglich das Werkzeug. Das Werkzeug, das jetzt in die Welt hinein evangelisiert und so Menschen die Botschaft hören und sich auch entscheiden. Aber letztlich ist es immer das Ziehen von Gott. Wir haben zum Beispiel in Römer 2, Vers 4 die Aussage, siehst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Also es ist dann eben der Mensch, der darauf reagiert, dass Gott sich einem Menschen offenbart. Wir haben also zwei Ebenen und es gilt immer, beide Ebenen zu sehen. Wenn ein Mensch neu bekehrt ist, sieht er natürlich nur die menschliche Ebene. Ich habe mich entschieden, der andere hat mich zu Christus geführt, aber dass Gott eigentlich im Hintergrund bereits am Wirken war, ein offenes Herz gegeben hat, damit wir überhaupt auf die Botschaft gehört hatten, wie das die Geschichte von Lydia zeigt, das Apostelgeschichte 16,14, da hat nämlich der Herr ihr das Herz aufgetan, so dass sie darauf achtete, was von Paulus gesagt wurde, wie das dort steht. Das heißt, als Neubekehrten sieht man die göttliche Ebene nicht. Wenn man dann aber mit der Zeit dann die Bibel kennenlernt, merkt man, da war Gott schon lange, lange vorher am Wirken. Das, was menschlich geschehen ist, ist eigentlich nur die Auswirkung davon. Nun, ein Mensch bekehrt sich und jetzt wird er wiedergeboren. Das heißt, das, was vorhin geistlich tot war, wird jetzt eben lebendig. Also das Sündenbekenntnis respektive der Herrschaftswechsel führt dazu, dass Jesus eben gerecht spricht und in der Rechtsprechung drinnen ist dann eben die Sündenvergebung enthalten. Wir werden das ausführlich in einer der folgenden Videos natürlich ansehen. Jetzt geht es also nicht darum, dass der Mensch hier möglichst jede einzelne Sünde bekennen muss, um gerettet zu werden. Ja, das könnte so ein Ding sein, dass ich mir überlege, wo habe ich überall eine Sünde gemacht? Nur, der Neubekehrte oder der noch nicht Bekehrte, der kennt ja die Bibel noch gar nicht. Der kennt ja Gottes Maßstab gar nicht. Das heißt, jemand, der sich bekehrt, hat das Gefühl, ja, eigentlich bin ich ein guter Mensch. Und erst wenn wir die Bibel kennenlernen, merken wir, das ist ja und das ist ja auch noch Sünde. Also die Sündenerkenntnis, ja vielmehr, dass wir ja als ganzes Wesen sündig sind, weil wir ja getrennt von Gott sind. Wir haben ja nicht nur einige Sünden getan, sondern wir sind vom ganzen Wesen her sündig. Aber dieser Punkt erkennt man eben erst, je mehr man dann die Bibel kennenlernt. Das heißt, der sich bekehrt, hat eigentlich kaum Sündenerkenntnis. Das kann erst bruchstückhaft sein. Darum sagen ja Ungläubige, ja, ich bin ja eigentlich ein guter Mensch, habe ja da und da sogar etwas Gutes getan. Es geht bei der Bekehrung also nicht darum, dass man jetzt möglichst jede einzelne Sünde aufzählen müsste. Diese Erkenntnis kann ein noch nicht Bekehrter gar nicht haben. Nun, im Psalm 19, Vers 13 heißt es, vergib mir die verborgenen Sünden. Ja, das ist eben das Problem. Sünde ist da, aber es ist mir noch nicht offenbart. Und es geht jetzt darum, dass alle Sünden vergeben werden. Das geschieht aber nicht, indem ich möglichst viele Einzelsünden aufzähle. Ich kann ja gar nicht alles erkennen. Selbst wenn man die Bibel schon lange kennt, weiß man noch nicht, was ist alles sündig. Auch in Hebräer 9, Vers 7 heißt es, dass das Opfer im Alten Testament immer wieder wiederholt werden musste, dass eine Erinnerung an die Sünde geschieht, was eben verborgen ist beim Menschen. Ja, darum geht es, dass das Verborgene aufgedeckt wird, dass der Mensch immer wieder erkennt, nein, da ist mehr Sünde, als man eigentlich denkt. Und darum, welche Sünde soll letztlich eigentlich bekannt werden? Wir haben das in Johannes 16, Vers 8. Jesus spricht da vom Heiligen Geist, der kommt und jetzt Sünden aufdeckt. Es heißt, Johannes 16, 8, wenn er, also der Heilige Geist, kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde
und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Und dann Vers 9, über die Sünde, Doppelpunkt, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die eigentliche Sünde, dass der Mensch getrennt ist von Gott. Diese Sünde gilt es primär zu bekennen. Also nicht die einzelnen Sünden, das erkennen wir sowieso nicht umfassend, sondern dass wir grundsätzlich getrennt sind, dass wir bisher nicht mit Gott unterwegs waren, dass wir Gott bisher keine Ehre gegeben haben. Das ist die grundsätzliche Sünde, die bekannt wird. Und wenn die bekannt wird, dann wird alles andere auch mit vergeben. Wir haben ja den Text da aus 1. Johannes 1,9 bereits gelesen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns. Und zwar von allen Ungerechtigkeiten. Es geht also nicht darum, dass nur das vergeben würde, was ich einzeln bekenne, sondern es geht um diese grundsätzliche Sünde, nicht mit Jesus zu leben, nicht Jesus zu lieben. Und wenn wir das bekennen und Vergebung bitten, dann werden wir von aller Ungerechtigkeit gereinigt, auch von den Sünden, die uns nicht einmal bewusst sind. Der Begriff Buße tun, wie das Martin Luther vor 500 Jahren übersetzt hatte, Buße tun ist also nicht ein Buße zahlen, es geht nicht um ein Abbüßen, sondern der Begriff Buße tun kommt vom lateinischen Pönitentia. Und Pönitentia eben das Bekennen, das beinhaltet eben auch den Aspekt der Reue. Das heißt, Luther hat einen Begriff gewählt, wo der Mensch innerlich berührt sein soll. Nicht nur ein äußeres Bekennen, sondern innerlich eben etwas merken. Es muss einem leid tun, es soll etwas Echtes sein, es soll ehrlich sein. Also nicht ein Abbüßen, sondern Buße tun ist diese Reue, die da dahinter ist. Also nicht ein Abbüßen, sondern es geht um eine Sinnesänderung. Bekehrung, Buße tun, das kommt vom griechischen Begriff Metanoia. Meta von Metamorphose, die Veränderung, und Noia kommt von Nous. Nous, das ist unser Sinn. Also eine Sinnesänderung findet statt. Wir gehen nicht mehr den alten Weg, sondern wir gehen jetzt eben den neuen Weg. Das meint letztlich Bekehrung. Und was geschieht jetzt? Wenn wir jetzt bekehrt sind, jetzt sind wir da oben, ja, dann sind wir ja immer noch Fleisch, denn wir haben ja noch nicht den Auferstehungsleib. Aber in dem Moment, wo wir die Gerechtigkeit Christi zugerechnet oder angerechnet bekommen, da sieht uns Gott durch Jesus. Das heißt, Gott sieht dann nicht mehr mich in der Sünde, sondern in mir sieht er Christus, denn Jesus wohnt jetzt in dem, der sich bekehrt hat. Also, Gott sieht nicht mehr die Sünde. Die Sünde ist durch Jesu Blut abgewaschen worden. In 1. Johannes 1,7 heißt es, dass das Blut das Reinigungsmittel ist gegen die Sünde. Das heißt, die Sünde war zwar da, aber das Blut wurde jetzt darüber gedeckt. Wenn Gott nun den Menschen sieht, sieht er nicht mehr die Sünde, sondern das Blut von Jesus. Und das ist eben das Reinigungsmittel. Und darum sind wir eben nicht mehr betroffen. 1. Korinther 6, Vers 11 heißt es, nun seid ihr rein gewaschen, nun seid ihr geheiligt durch das, was eben in der Bekehrung geschehen ist. Wir sind überdeckt worden mit diesem Blut, die Sünde ist bedeckt, darum sieht Gott nicht mehr die Sünde, sondern die Gerechtigkeit Christi, die jetzt eben mir angerechnet wird. Und das bedeutet für uns, dass das Verdammungsurteil aufgehoben ist. In Römer 8,1 heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Nicht, weil wir jetzt da oben keine Sünden mehr tun würden, aber wenn ein Mensch wieder sündigt, dann fällt er doch nicht wieder auf die untere Seite. Sondern in 1. Johannes 2, Vers 1 heißt es, und dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn einmal wieder jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Dann kommt Jesus hinein und sagt, nein, ich habe meine Gerechtigkeit ihm gegeben und der Zorn Gottes kommt nicht auf mich. 2. Korinther 5, 21 heißt es, dass Jesus für uns zur Sünde wurde. Das heißt, er hat die Sünde auf sich genommen, er ist stellvertretend für mich gestorben. Das, was ich hätte ertragen müssen, nämlich der Tod, weil der Lohn der Sünde der Tod ist, nach Römer 6, 23. Deswegen brauche ich nicht mehr zu sterben. Er hat das Gesetz für mich stellvertretend erfüllt, so dass ich vor Gott jetzt als einer dastehe, der das Gesetz erfüllt hat.
Aber eben nicht, weil ich es selber gemacht habe, sondern weil Jesus es stellvertretend für mich gemacht hat. Und das Ganze ohne Mitwirken von guten Werken. Römer 3, 28. Ja, der ganze Römerbrief, der ganze Galaterbrief ist voll. Ja, auch der Hebräerbrief, dass es eben nicht durch Werke geschieht. Nicht, weil ich etwas Gutes getan habe. Deswegen vergibt mir Gott, sondern aus Gnade. Es ist nur der Glaube, dass Gott mir vergibt, wenn ich bekenne. Das ist der Grund, warum Gott mir dann vergibt. Denn damit wird deutlich, die Ehre gehört Gott. Ich kann mir da überhaupt nichts zuschreiben. Es ist die Gnade Gottes. So, jetzt bin ich auf die andere Seite gekommen. Jetzt darf ich da oben leben. Neues Leben ist entstanden. Bei der Bekehrung, da bringe ich also Jesus meine Schuld. Und bei der Wiedergeburt schenkt er mir durch den Heiligen Geist dieses göttliche Leben. Jetzt lebe ich in diesem Neuen. Der Heilige Geist wohnt in mir, in meinem Herzen drinnen. Durch den Heiligen Geist hat Jesus Wohnung in mir genommen. Jetzt bin ich immer mit ihm unterwegs, ich kann gar nie mehr alleine sein. Das ist jetzt also eine Neugeburt auf geistlicher Ebene, die entstanden ist. 2. Korinther 5,17 heißt es, siehe, ein Neues ist geworden, das Alte, das ist eben vergangen. Das heißt, ein neuer Mensch ist entstanden, jetzt leben wir geistlich mit Gott. Vorher waren wir geistlich tot, jetzt sind wir geistlich lebendig. Epheser 2, Vers 5 bringt das zum Ausdruck, der geistliche Tod wegen unseren Übertretungen, der ist abgetan. Wir wurden jetzt in Christus lebendig gemacht. Und nicht nur einfach, dass wir leben und jetzt schiebt er uns auf die Seite, sondern wenn Gott uns lebendig macht, bedeutet das eben auch, dass er uns wiederherstellt, dass er uns zusammenflickt, dass all das, was kaputt gegangen ist, wo der Teufel uns Wunden geschlagen hat, wo wir Sklaven der Sünde waren, das setzt uns Gott jetzt wieder frei. Das heißt, es ist ein ganz bestimmter Zeitpunkt, wo man von der einen auf die andere Seite wechselt. Jetzt aber sind wir in einem Prozess der Heiligung drinnen. Wir werden immer mehr umgestaltet in das Bild von Jesus. Wir werden Jesus immer ähnlicher. Er arbeitet Dinge aus der Vergangenheit auf, dass wir immer mehr in das hineinwachsen können, wie Gott es ursprünglich dem Menschen eigentlich zugedacht hat. Und so dürfen wir wissen, auch wenn wir sterben, wir bleiben auf der göttlichen Seite, wir kommen zu Jesus und beim Gericht, da werden wir sogar noch belohnt werden für das, was wir für Jesus getan haben und dürfen in Ewigkeit dann gerettet sein. Das ewige Leben, das hat heute bei der Bekehrung bereits begonnen und zieht sich dann hinüber über den Tod hinaus. In Johannes 1,12 heißt es, alle die ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, ein Kind Gottes zu sein. Kind Gottes zu sein bedeutet also, dass wir Bevollmächtigte sind, denn der Heilige Geist wohnt in uns. Das heißt, dieselbe Kraft, die schon Christus von den Toten auferweckt hat, diese Kraft lebt nun auch in dir. Darum, wir sind jetzt nicht mehr unter der Sklavenlast der Sünde, sondern Christus hat uns frei gemacht. Noch im alten Leben war der Teufel der Sklaventreiber hinter uns. Er hat uns gepeitscht. Wir versuchten dem auszuweichen, dass wir möglichst ein einfaches Leben haben. Darum haben wir uns daran gewöhnt, dem Teufel schön gehorsam zu sein, damit wir möglichst wenig Schläge haben, so jetzt mal bildlich dargestellt. Und jetzt ist aber nicht mehr der Teufel der Sklaventreiber hinter uns, sondern jetzt haben wir einen liebenden Vater. Wir wurden nach Kolosser 1,13 versetzt aus dem Reich der Finsternis heraus, hinein in das Reich von Jesus Christus, des Sohnes der Liebe. Das heißt, jetzt ist Jesus unser Partner. Der Teufel schlägt uns nicht mehr. Das Dumme ist aber jetzt nur, dass man da oben zwar lebt, aber manchmal immer noch dieselben Gewohnheiten pflegt, wie das im alten Leben eben war. Der Teufel ist ein brüllender Löwe. Auch wenn wir aus seinem Reich hinaus versetzt wurden, so brüllt er immer noch wie der brüllende Löwe. Er versucht immer noch Einfluss zu nehmen und weil man es früher ja gewohnt war, dem Teufel gehorsam zu sein, macht man es leider manchmal auch im neuen Leben, dass man immer noch auf den Teufel achtet und das bringt dann mit sich, dass wir gewisse Gewohnheiten aus dem alten Leben in das neue hineinnehmen. Aber wir sind nicht mehr in diesem Reich. Wir können Nein zur Sünde sagen. Wenn der Teufel kommt mit einer Anfechtung, können wir sagen Nein.
Römer 6, Vers 11 heißt es, haltet euch dafür, dass ihr gestorben seid. Ich bin tot, ich bin ja versetzt worden, ich lebe nicht mehr für den Teufel. Er kann mich nicht mehr einfach in die Sünde hineinstechen, sondern ich bin versetzt. Das bedeutet, dass wir eben erkennen, wir brauchen dem Teufel nicht mehr gehorsam zu sein wie früher, sondern wir haben jetzt Jesus. Wir sind Jesus gehorsam. Jetzt kann es sein, dass man gewisse Gewohnheiten doch rübergenommen hat ins neue Leben, dass selbst im neuen Leben gewisse Dinge sich wieder beginnen, suchtmäßig festzusetzen. Jesus hat das eigentlich gelöst. Wir wurden befreit, wir wurden erlöst durch die Wiedergeburt, aber weil man Dinge vom alten Leben wieder rübernimmt, auf gleiche Art und Weise weiterlebt, können selbst im neuen Leben wieder Süchte entstehen. Und das bedeutet, dass man diese dann einzeln wieder Jesus geben kann. Also, wir sind jetzt nicht mehr versklavt in der Sünde, sondern wir sind freigesetzt. Wir gehören jetzt zu Gott. In Johannes 10 wird ein Bild gegeben, dass Jesus der Hirte ist. Wir sind seine Schafe. Er hält uns zusammen. Wir sind durch den Hirten aber geschützt vor wilden Tieren. So können wir uns gegenseitig ergänzen untereinander und wir wissen, Jesus ist unser Hirte. Johannes 10, ganz eindrücklich, auch Psalm 23 nimmt dieses Bild ja auch auf. Ein Bekehrter weiß also, wenn wir jetzt sterben, dann sind wir in Ewigkeit bei Jesus im Himmel. Das heißt, wir brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben. Wir wissen, wir kommen direkt zu Jesus. Nun, soweit mal die Übersicht, was da jetzt gewesen ist. Im nächsten Video schauen wir uns noch etwas genauer dann das Übergabegebet an, bevor wir dann die soteriologischen Komponenten im Einzelnen ansehen. Ich hoffe, es hilft dir, dein eigenes Heil dir bewusst zu sein, das weiter zu vertiefen. Ich hoffe, du bist beim nächsten Video mit dabei. Ich freue mich natürlich auf ein Liken. Bis dann wieder.